20 neue Ideen kann ich euch heute präsentieren, die bei Campfire der Ideen eingereicht wurden. Es sind spannende Sachen dabei und wenn dich das auch interessiert, dann würde ich sagen, bleib sehr gerne dran. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und ich bin heute ein bisschen anders unterwegs wie sonst. Warum? Weil ich euch heute die nächsten 20 Ideen vorstellen möchte, die bei Campfire der Ideen eingereicht wurden. Campfire der Ideen, wer es noch nicht kennt, das ist so ein bisschen wie die Höhle der Löwen für uns Camper. Erfinderinnen oder Erfinder wie du und ich, Camper, einfach die lösungsorientiert vorgehen, stellen uns dort ihre Ideen vor und pitchen um den großen Sieg. In Summe geht es da um fast 20.000 € und ihr könnt die Show auch live verfolgen auf der CMT am 18. Januar. Um 11:30 Uhr geht es los auf der großen Hauptbühne und die drei, die am meisten Stimmen bei der Abwertung bekommen haben, die dürfen dort um den Sieg pitchen. Und ihr dürft natürlich dafür sorgen, dass diese Leute auf die Bühne kommen. Deswegen, wenn ihr das Video noch rechtzeitig seht, sofort auf die Webseite campfire.de und für euren Favoriten abstimmen. Jetzt kommen die nächsten 20 Ideen und das ist auch der Grund, warum ich mit diesem Fahrzeug unterwegs bin, denn ich habe schon das große Privileg, dass ich einige Sachen ausprobieren darf, dass ich einige Sachen testen darf. Im letzten Video, letzte Woche, habe ich euch zum Beispiel den Träger für die E-Scooter vorgestellt, den man am Wohnmobil montieren kann und mit dem fahre ich auch schon eine ganze Weile rum, um euch natürlich dann auch entsprechende Videos zu machen. Mit dem Fahrzeug ist es genauso und hier geht es gar nicht um das Fahrzeug selber, sondern es geht einfach nur darum, so einen kleinen Van zu einem Camper auszubauen und das Ganze mit Luftmöbel. Darum ging es natürlich auch im letzten Video und ich darf heute schon ein bisschen testen und ausprobieren. Dazu aber gleich und später mehr. Ich habe euch hier Sprungmarken gemacht. Das bedeutet, ihr könnt genau auf die Idee springen, die euch ganz besonders interessiert. Ich glaube aber, dass es jede einzelne Idee wert ist. Und übrigens auch, ihr könnt natürlich zur CMT kommen und dort werdet ihr auch ganz viele Ideen und Erfinderinnen und Erfinder kennenlernen können. Entweder bei der Show am 18. oder danach bei der Selbstausbau, denn dort haben wir mit Campfire sogar einen eigenen Stand. Ja, und jetzt würde ich sagen, nicht mehr lange gebabbelt. Wir fangen sofort an mit der nächsten Idee. Und da geht es um Fahrzeuge, die ein bisschen größer sind, die ein Dach haben, das man öffnen kann, und zwar zur Lounge Roof. Vielleicht kennst du folgende Situation. Im Sommer ist es im Aufstelldach zu heiß, im Winter zu kalt und bei Regen ist es zu nass. Der Zeltstoff lässt die Umgebungsgeräusche fast ungefiltert durch und stört dich beim Schlafen. Du hast zwar einen tollen Panorama- oder Open-Sky-Zeltstoff, fühlst dich aber wie auf dem Präsentierteller. Und eine Sonnenliege magst du auf dem städtischen Stellplatz auch nicht neben deinen Camper stellen. Jeden Abend räumst du das Bettzeug in das Aufstelldach und morgens wieder raus. Du möchtest den Ausblick auch auf der 3. und 4. Reihe auf dem Stellplatz oder Campingplatz windstill genießen. Alle beschriebenen Situationen kann das Lounge-Roof verbessern, denn du schläfst im Campervan bei geschlossenem oder geöffnetem Dach. Bei geschlossenem Dach kannst du den Schlafbereich mittels Heizung oder Klimaanlage temperieren. So ist dir das Wetter und die Jahreszeit egal. Auch ist eine volle Isolierung möglich und dein Camper wird zum Ganzjahrescamper. Bei geschlossenem Dach ist es deutlich ruhiger als im Aufstelldach. Bei geöffnetem Dach kannst du entspannt chillen und dich in der Sonne erholen. Durch die stehenden Seitenwände liegst du auch nicht auf dem Präsentierteller und genießt deine Privatsphäre. Gleichzeitig schirmen dich die Außenwände auch tagsüber von Umgebungsgeräuschen ab und du kannst das Meer oder die Natur auch aus der 3. und 4. Reihe genießen. Tagsüber oder auch während der Fahrt bleibt das Bettzeug einfach auf dem Loungebett im Auto. Das Lounge-Roof ermöglicht neue Gestaltungsräume im Campervan, mehr Platz für dein Equipment, mehr Nähe zu den Kindern. Dieses neue Dachsystem ist nicht nur als nachrüstbares Hochdach geplant, sondern auch als Selbstbausatz, zum Beispiel für hohe Kastenwagen. Auf www.loungeroof.de kannst du noch viel mehr zum Lounge-Roof erfahren. Loungig bleibt es auch bei unserer nächsten Erfinderin, der Andrea. Sie hat uns ihre Idee eingereicht und sie heißt Happy Lounge. Es ist ein gemütliches Cockpit-Sofa-Bett, das mehr Komfortambiente und ein großzügiges Raumgefühl ins Wohnmobil zaubert und einen zuvor noch nicht dagewesenen echten Mehrwert auch im Van bzw. Kastenwagen bietet. Damit lassen sich deine Fahrerhaussitze im Handumdrehen in ein Lounge-Sofa, ein Longchair, eine Zusatzliege oder eine Couch-Ecke verwandeln. 4 Stützen sorgen dabei für festen Halt und je nachdem, für welche Variante ihr euch entscheidet, kann es auch entsprechend platzsparend im Kofferraum, in der Heckgarage, wo auch immer mitgeführt werden.
Also jetzt ging es ganz viel um Lounges, aber jetzt kümmern wir uns eher mal um die Möbel. Und da gibt es eine Sache, die finde ich sehr, sehr spannend. Seht selbst. Hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Campings. Mein Name ist Markus und ich mache bei Smaker 3D smarte Dinge für eine smarte Community. Und eines von diesen vielen Ideechen war vor 2 Jahren das Pushlock zu ersetzen durch ein Pulllock. Damals gab es das Wort wahrscheinlich noch nicht, aber Fakt ist, ich hatte das Pushlock, das ist das Ding, was ihr reindrücken müsst. Dann könnt ihr die Schublade öffnen, dann müsst ihr die Schublade wieder zumachen, dann warten, dann drücken, damit das Ganze verschlossen ist. Beim Pulllock viel einfacher. Ihr zieht, automatisches Entriegeln, Schublade ist offen, ihr macht die Schublade zu, automatisches Verriegeln. Das ist also wirklich schon sehr cool, funktioniert aber leider in meiner ersten Iteration nur für das Knausloch. Das ist so ein längliches. So, dann wurde ich aber häufig angesprochen, kann man das Prinzip nicht auch für so ganz runde Löcher machen? Und dann habe ich gesagt, schwierig, das kann ich so nicht umsetzen, habe aber natürlich das Tüfte nicht aufgegeben und habe jetzt eine Lösung gefunden, wie ich ab Löchern von 6 mm für Selbstausbau, sehr interessant, weil das ist ein Standardbohrer, quasi diese Verriegelungstechnik benutzen kann, um jede Schublade, die mit einem runden Loch ausgestattet ist, ebenfalls mit einem Pulllock zu bedienen. Das Ganze ist wieder Retrofit, wie vorher auch. Also wenn ihr einen Knaus-Pushlock, ein rundes Knöppelchen habt, dann gibt es eine entsprechende Adapterplatte dafür. Dann könnt ihr tatsächlich in dieselben Schraublöcher das Ding reinschrauben. Ihr könnt auch die Außenfassade lassen. Also ihr müsst da nichts austauschen. Ihr habt denselben Nöppel, ihr habt denselben Rand wie vorher. Und das Ganze könnt ihr dann dort einfach austauschen. Von außen sieht man den Unterschied gar nicht. Er ist nur in der Funktion Unterschied. Nämlich auch da ganz intuitiv ziehen, Schublade, Schrank, Tür offen. Und zumachen, automatisches Verriegeln. Das Ganze ist ziemlich krass und damit bewerbe ich mich jetzt beim Campfire der Ideen 2025 und bin total begeistert und freue mich auf euer Feedback. Und falls ihr mich sehen wollt, ich bin natürlich auch auf der CMT 2025 vertreten, zusammen mit Perfect Van an einem eigenen Stand und da können wir uns auch gerne über neue Ideen austauschen oder ihr kommt einfach mal vorbei und schaut euch das Pulllock an. Bis dahin, euer Markus. Ja, und was ich sehr spannend fand, ist, dass sich immer wieder viele Ideen eigentlich um denselben Kern drehen. Wie zum Beispiel hier. Hier geht es um leichte Möbel. Und da hat sich auch jemand anders noch ganz tolle Gedanken gemacht. Schaut mal. Wir sind Camper und Fahrradfahrer, haben halt eben dementsprechend viel Utensilien, Klamotten dabei. Und die müssen untergebracht werden. Da bieten sich Dachboxen einfach an. Man steht nicht zum Weg. Wir haben uns am Markt erkundigt, was es gibt. Da sind wir aber nicht wirklich fündig geworden, zu teuer, zu unflexibel, zu schwer. Und so sind wir drauf gekommen, wir haben die Airline-Schienen an der Decke an den Originalpunkten festgemacht für die Lade und Sicherung. Und dann bin ich also hingegangen und habe Pappmodelle gebaut, aus diesen Pappmodellen eine Zeichnung gemacht und dann die Umsetzung erfolgt durch 20 mm Aluprofile und ein Schneider hat mir dann die Plane genäht und wir haben dann unten drunter nochmal Klettbänder gemacht, damit man da nochmal eine Tasche für eine Brille oder ein Handy und so weiter anbringen kann. Und so haben wir eine leichte Box, knapp 2 Kilo mit 85 Liter Volumen für ca. 250 € gebaut. Damit sind wir jetzt gut zufrieden. Und unser nächster Kandidat, der kümmert sich darum, dass man auch ordentliche Fernseher in einem Camper unterbringen kann. Denn Werner hatte das Problem, dass sein 32-Zoll-Monitor einfach nicht in das dafür vorgesehene Fach im Wohnmobil gepasst hat. Deswegen ist er kurzerhand im Baumarkt, hat sich ein paar Teile gekauft und daraus eine Halterung gebastelt, die er einfach an die Kopflehne der Rücksitze montieren kann und auch in 3 Minuten de- und anmontieren kann. Und diese Idee möchte er mit uns teilen und dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Und nachdem sich ja bei vielen nicht nur die Menschen im Camper wohlfühlen sollen, sondern vielleicht auch Haustiere wie Hunde, hat sich unser nächster Erfinder sehr viele Gedanken gemacht. Hallo, mein Name ist Daniel von Individuvan und natürlich ist das hier normalerweise nicht mein Platz im Auto. Aber in den meisten Wohnmobilen gibt es ganz viel Platz für Menschen und ganz wenig für Hunde. Individuvan steht für individuell ausgebaute Wohnmobile, die sich an den Bedürfnissen von Mensch und Hund orientieren. Für uns war beispielsweise sehr wichtig, eine Hundebox zu haben, die aus dem Innenraum zugänglich ist, damit unser Hund sicher mitreisen kann. Aber die Bedürfnisse in jeder Gruppe aus Mensch und Hund sind unterschiedlich und deswegen haben wir uns es mit Individuvan zur Aufgabe gemacht, die individuell passende Lösung zu finden. Bei diesem Panoramafenster macht es wahrscheinlich relativ wenig Sinn, aber viele von uns Campern haben natürlich Häkis im Fahrzeug. Und wie man die öffnen kann und trotzdem gesichert lassen kann, da hat sich unser nächster Erfinder sehr viele Gedanken drum gemacht. Hallo zusammen, ich möchte euch heute unsere Lösung für eine Lukensicherung vorstellen.
Unser Sprinter ist mit 3 Solarpanels ausgerüstet, damit wir autark unterwegs sein können. Das heißt, wir sind nahezu immer ohne Landstrom und suchen uns daher immer ein sonniges Plätzchen. Damit das Camper sich nicht zu sehr aufheizt in der Sonne, ist unser Fahrzeug mit 2 Heki-Kurbelluken ausgestattet. Leider lassen sich diese Hekis nicht sauber fixieren. Um dennoch das Fahrzeug unbeaufsichtigt bei Wind und Wetter sich selbst zu überlassen, haben wir eine spezielle Sicherung für unsere Heki-Dachfenster entwickelt. Man benötigt dazu lediglich 3 Dinge. Eine Augplatte, eine Gummistroppe und ein Abstandshalter. Der Abstandshalter ist rechteckig, damit man 2 unterschiedliche Höhen einstellen kann und ist mit einer Nut versehen. Diese Nut ist dazu da, um den Abstandshalter sauber zwischen Rahmen und Dachluke anzubringen. Die Augplatte wird am Rahmen des Fensters fixiert, entweder hier mit Schrauben oder, wenn das nicht möglich ist, mit einem Holzbrettchen oder einer Kunststoffplatte verklebt. Die Gummistroppe wird dann dazu benutzt, um über die Halterung des Fensters und über die Augplatte des Fensters sauber festzuzurren. Da wir das auf beiden Seiten des Fensters fest verzurren, können wir das Fahrzeug getrost bei Wind und Wetter sich selbst überlassen. Und das nächste Produkt, das habe ich auch schon ausführlich getestet, da gibt es auch ein Video dazu. Und zwar geht es um Böden für den Camper. Gerade so wie jetzt, wenn du viel Schnee im Auto hast, Rotwein, warme Füße, all das sind seine Themen. Aber seht selbst. Hallo zusammen, ich bin Benedikt von Cloudpad. Und wir freuen uns riesig, dass wir dieses Jahr beim Campfire der Ideen auf der CMT-Messe in Stuttgart teilnehmen dürfen. Wir bei Cloudpad produzieren Hochleistungsfußböden, die den Herausforderungen des Campers standhalten. Das heißt, von Rotweinflecken auf dem Boden bis hin zu kalten Füßen, bis hin zu Hundehaaren und den entsprechenden Gerüchen können wir mit unserem Material sehr gut Abhilfe schaffen. Wie machen wir das Ganze? Wir haben eine Materialkomposition erfunden, also eine Kombination aus verschiedenen Materialien, die verschiedene Eigenschaften erzeugt. Auf der Oberfläche haben wir samtig weiche Mikrohärchen, die für das tolle Barfußgefühl sorgen. Wir haben im Kern des Produktes eingeschlossene Luftporen, die für die nötige Wärmeisolierung sorgen. Das kennt man vom Styropor oder anderen Dämmstoffen. Das ist ein ganz ähnliches Funktionsprinzip. Gleichzeitig auch durch die Geschlossenporigkeit Schmutz auf der Oberfläche lassen und nicht ins Material einziehen lassen. Und auf der Unterseite eine Anti-Rutschmatte, die es sehr einfach macht, den Boden hineinzulegen, ins Fahrzeug einzulegen, ohne dass er durchs Fahrzeug wandert oder fest installiert werden muss. Wir statten bei Cloudpad Campingfahrzeuge von groß bis klein aus und wenn ihr kalte Füße im Winter genauso schlimm findet wie wir, dann schaut doch mal vorbei auf unserer Internetseite unter www.cloudpad.solutions und wir freuen uns auf einen spannenden Wettbewerb. Liebe Grüße. Ja, und viele von uns sind ja sehr gerne draußen in der Natur. Und da ist zum Beispiel für viele E-Bike auch ein ganz großes Thema. Aber das Laden eben auch. Und da hat sich unser nächster Kandidat richtig schöne Gedanken zugemacht. Hallo liebe Campingfreunde, ich bin Dirk von Piggy Green. Das hier ist unser Piggy Bike, ein 12 Volt E-Bike Ladegerät, mit dem man einfach überall laden kann. Ich zeige euch mal die Funktionen. Klassische Variante ist hier, wir holen jetzt den Strom über die 12 Volt über die Steckdose, über den Zigarettenanzünder, gehen einfach rein, hier in unser Piggy Bike, da wo das Autosymbol ist, andere Seite wo das Fahrrad ist, kommt unser Kabel raus, mit dem wir den Akku laden. So einfach ist es schon, fertig. Zweite Variante, wir können einen Festeinbau machen, im Campingbereich beliebt. Praktisch das Piggy Bike, so wie hier auch, in der Heckgarage fest einbauen. Einmal mit Strom versorgen. Einmal hier das Symbol dafür, gehen wir hier rein. Immer das gleiche, Akku laden, fertig. Dritte Variante ist Anschluss an ein Solarpanel. Eine Solartasche ist ideal. Meistens haben die einen Hohlsteckeranschluss, dafür haben wir das passende Kabel. Damit gehen wir dann hier rein. Solarpanel angeschlossen, andere Seite wieder hier in unser Akku, fertig. Oder Variante 4, die ich zum Beispiel sehr oft nutze, das ist halt, wir nehmen den Piggy Port, einen Adapter, stecken den in die Buchse von unserem PKW, in die Anhängerkupplungsdose. Hier kommt dann der Fahrradträger rein, unser Heckträger. Dann haben wir hier die 12 Volt, die wir brauchen, nehmen das Piggy Bike, schließen es hier an und das Piggy Bike ist wasserdicht, aus Aluminium. Wir können es direkt hinten am Heckträger festmachen oder am Fahrrad mit einem Klettband festmachen und laden, brauchen den Akku nicht mehr ausbauen, laden direkt im Fahrrad drin und sind so komplett autark unterwegs. Also Piggy Bike einfach überall laden,
Viel Spaß damit! Ja, und beim Camping, da dreht sich ja immer wieder ums Draußensein. Und deswegen haben sich auch unsere nächsten Kandidaten sehr viel Tolles dazu einfallen lassen. Hallo, ich bin der Benny von Camp Design und ich stelle euch heute unseren Eurobox Klapptisch vor, den wir beim Campfire der Ideen eingereicht haben. Und zwar ist es auf den ersten Blick ein normaler Deckel mit der Maße 60 x 40. Uns bei Camp Design ist es aber wichtig, multifunktionale Möbelstücke zu machen und deshalb haben wir daraus einen Klapptisch gemacht, der auch mit der Einfräsung sauber auf den Euroboxen hält, nicht verrutscht, verwackelt und vor allem jetzt ruckzuck als Tisch aufgebaut ist, was beim Camping auch immer sehr wichtig ist, dass es recht schnell geht, wenn man mal kurz einen Kaffee trinken möchte. Und zwar ein kräftiger Ruck, die Füße sind ausgeklappt, fertig. Hallo zusammen, mein Name ist Dietmar, ich bin VW-Busfahrer. VW-Busfahren heißt, immer kompakt zu denken, weil der Stauraum ist natürlich begrenzt. Ich spreche jetzt über meine Toilette. Es ist eine Tütentoilette, also kein Porta Potty oder sonstige Trenntoiletten. Eigentlich einfachste Tütentoilette, bestehend aus einem normalen Eimer, Vierkant. Um die Toilette funktionsfähig zu machen, bedarf es dieser Tüte. Da muss man die bessere Ausführung der Plastiktüten nehmen von Zwirn. Die kosten ein paar Cent mehr. Und was sich ganz toll bewährt hat, ist eine Hundetüte. Und zwar, damit man später mal das Ganze dezent entsorgen kann. Es gibt einen Toilettensitz und wenn man es benötigt, kann man das Ganze auch mit einem Deckel verschließen. Weitere Funktionen dieses Eimers, natürlich mit dem stabilen Deckel, kann man das Ganze dann mit einem Kissen noch als Reservesitz verwenden. Wenn man draußen mal kochen will, in der Pfanne was brutzeln, grillen, Kartuschenkocher, der passt hier hinauf. Ein besonderer Gag ist eigentlich, ich habe hier Magnete eingebaut, dann hält der Kocher und der wackelt nicht und hält auch mit der Pfanne und mit dem Topf stabil. Dafür habe ich hier eine Wasserwaage, so eine einzelne Libelle eingebaut. Und dann muss man eben seinen Topf oder seinen Eimer so lange hin und her schieben, bis er im Wasser ist. Und setzt dann den Kocher drauf. Man nehme einen zweiten Eimer. Eigentlich der gleiche Eimer. Ich habe ihn nur etwas gekürzt. Der Eimer passt hier rein. Es ist hier unten so viel Platz für die ganzen Tüten, die ich vorhin schon reingegeben habe. Jetzt ist der ganze Stauraum perfekt ausgenutzt. Ja, und das hier ist ja so ein bisschen Inkognito-Camper, aber Wohnmobile, aber auch Caravans, die haben ja oft Vorzelte, die haben Markisen und da haben sich unsere nächsten beiden Kandidatinnen und Kandidaten was einfallen lassen, was einem das Leben deutlich vereinfachen kann. Hallo ihr Lieben, wir sind Bea und Chris und die Erfinder vom Hang Easy. Und was man jetzt alles Tolles mit dem Hang Easy so machen kann, das erzählt euch die liebe Bea. Ja, und zwar haben wir den Hang Easy erfunden für Luftvorzelte und damit könnt ihr aufhängen, was ihr möchtet. Er hat eine Tragkraft von 2 Kilogramm, das bedeutet, ihr könnt auch eine Jacke aufhängen oder Dekoration oder eine Lampe, wie sie hier hängt. Und wir hoffen, dass bald, ganz bald, bei euch auch so ein schöner Hang Easy hängen wird. ZipMac. Jetzt fragen alle, was ist ZipMac? Aber dafür habe ich natürlich Hilfe. Genau. Hi. Hallo, hallo. Stell dich doch einfach mal kurz vor Also. und jetzt erklär uns mal, was ist ZipMac? Genau. Also ZipMac ist ein Variokeder. Jetzt haben wir den Variokeder selbst erfunden sozusagen. Okay. In dem Fall kann man dann beide, man hat dann die Wahl, man kann praktisch den Sunblocker und zusätzlich noch Aufbewahrungssysteme anbringen, weil man aus einer Kederschiene tatsächlich 2 macht. Ach so, ja stimmt, ja. Genau, also es ist ein deutsches Produkt, Okay. rein made in Germany, deutsches Granulat, deutsche Firma in Baden-Württemberg. Ah, schön. Die Teile sind 48 cm lang. Also auch gut zu verpacken. Es hat ein super Verpackungsmaß, genau, also auch gerade für kleinere Wohnmobile. Und man schiebt die, also jede Markise geht ja so im 50 cm Schritt, kann man die ja kaufen, 2 Meter, 2,50 Meter. Man schiebt die praktisch seitlich hier rein. Okay. Hat dann hier Verbinder? Genau, das sieht dann so aus. Das Okay. ist der Clip, den schiebt man dann drüber, zur Hälfte auf den anderen. Und so hat man
eine stabile Verbindung. Genau. Ja, und ich stehe zwar jetzt hier in der Küche, aber was dieser Küche definitiv fehlt, das ist irgendwie Material, um was zu erhitzen, um zu kochen, um zu grillen. Und da haben wir wieder zwei neue Erfindungen. Hi, mein Name ist Felix und beim Camping hatte ich immer das Problem, dass mir die Grills nicht leistungsstark genug waren und außerdem auch schwer zu reinigen waren. Daher habe ich beschlossen, meinen eigenen Grill zu bauen. Der hat ein super kompaktes Packmaß, ist durch ein Stecksystem kinderleicht zusammenbaubar und benutzt einen Infrarot-Gasbrenner, der von oben auf das Grillgut runterstrahlt. Dadurch kann das Fett und die Marinade nach unten abtropfen und das sorgt für weniger Fettverbrennen und ich kann es dadurch nachher leichter reinigen. Das ist meine Idee für Campfire der Ideen, denn so macht Grillen unterwegs richtig Spaß. Hi, mein Name ist Fabian von Grove Camping. Ich habe letztes Jahr schon beim Campfire der Ideen teilgenommen mit meinem Campingofen Horst und zusammen haben wir den ersten Platz gemacht. Und auch für dieses Jahr habe ich mir wieder etwas einfallen lassen, nämlich den Gaskocher Hager. Dieser passt perfekt für Horst und bietet so die Möglichkeit, auch draußen vor dem Camper zu kochen, speziell wenn man nur ein fest verbautes Gaskochfeld im Camper hat. Gaskocher gibt es natürlich viele auf dem Markt, aber viele kommen aus dem Tracking-Bereich. Diese sind dann zwar sehr klein und platzsparend, aber dafür auch sehr wackelig und nur für kleine Töpfe ausgelegt. Größere Kartuschenkocher sind zwar super stabil, haben aber das Problem, dass sie natürlich viel Platz wegnehmen. Das ist anders bei Hager, denn Hager ist klein, platzsparend, aber trotzdem super stabil. Hager besteht nur aus 4 Teilen und ist dadurch platzsparend und einfach zu verstauen. Durch ihr einfaches Stecksystem lässt sie sich im Handumdrehen aufbauen und ist anschließend super stabil, sodass man auch ohne Probleme große Töpfe oder unseren Campingofen Horst auf sie stellen kann. Und der verbaute Brenner, der hat ordentlich Power, sodass Horst auch richtig Feuer unterm Hintern gemacht werden kann. Unsere nächste Kandidatin, die hat sich sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie man zum Beispiel mit einem Kastenwagen Surfbretter transportieren kann. Hi, ich zeige euch heute, wie wir den Van-Couchsack montieren am handelsüblichen Fahrradträger. Wir haben hier den Thule Elite Van. Wir haben einfach diese Fahrradschienen demontiert. Es geht ganz einfach mit indem man die Flügelschraube löst und die Schienen dann wegmacht, dann hat man nur noch den Rahmen und genau den brauchen wir für unseren Van-Couchsack. Was wir noch brauchen, sind 7 Gummispanner, die sind aber im Inhalt inklusive. Wir nehmen jetzt den Sack mit den Ösen nach vorne. Wir fangen einfach auf einer Seite an, diese Sack hier rüber zu stülpen und mit den Ösen zu befestigen. Dazu führt man einfach den Gummispanner durch die vordere Öse, dann durch die hintere Öse und zieht es dann über diesen Gummispanner. Ich mache das jetzt auf der anderen Seite, damit er schon mal schön hängt. Einfach einfädeln und über diesen Kopf hier drüber ziehen. Das mache ich jetzt an allen 7 Ösen. Und ist der Sack einsatzbar. Und nachdem es jetzt bei der Steffi ein bisschen windig wird, helfe ich ihr mit dem Ton aus. Sie bepackt uns jetzt mal alles und zwar erstmal mit den beiden Boards der Kids. Danach kommt noch ein 14er Wingboard mit dazu. Und so wie sie sagt, selbst mit ihren 1,60 Meter ist es für sie relativ einfach, das alles zu bepacken. Und nachdem da immer noch nicht genug drin ist, packt sie noch ein Board dazu und vor allem noch das lästige SUP-Paddel. Und am Ende wird alles noch ordentlich verzurrt, sodass nichts abhanden kommt, wenn sie sich auf den Weg machen. Vielen Dank für diese coole Idee. Unsere nächste Idee, die handelt von Begrenzungsleuchten. Viele von euch, die ein Fahrzeug zum Beispiel über 6 Meter fahren, die kennen das. Da hat man hier dann so gelbe Markierungsleuchten. Und unser nächster Kandidat, der hat sich darüber Gedanken gemacht, wie das denn ist, wenn man zum Beispiel kleinere Anhänger fährt. Denn er hatte immer wieder das Problem, dass er dann gerade im Rückspiegel nicht recht gesehen hat, wo verläuft denn jetzt die Spur des Anhängers. Und deswegen hat er dort Zusatzleuchten in den Radkasten montiert. Und wie das Ganze dann aussieht, können wir uns vielleicht auf der CMT anschauen. Ich weiß es noch nicht ganz genau, aber da werden wir euch natürlich auf der Webseite auch drüber informieren. Ich werde mir hier gleich mal mein Bett aufbauen. Das ist hier natürlich immer ein Rumgeräume. Viele von euch mit dem Wohnmobil kennen das aber, die haben ein Bett fest installiert. Wenn das aber zu kurz ist, das ist blöd. Nicht mit dieser Idee. Ja, dann kommen wir zu diesem Produkt. Ich fahre das Bett mal ganz kurz runter.
Wie gesagt, was uns auch gefiel, das Bett lässt sich ziemlich weit absenken. Das hat den Vorteil, wir sind ja alle nicht mehr die Jüngsten, dass man dann natürlich auch ohne große Hilfsmittel reinkommt. Entwickelt habe ich das, wie gesagt, dieser Platz, der war noch da, um links zu schlafen. Denn beide quer, das haut nicht hin. So, jetzt habe ich gesagt, das muss ganz simpel gehen. Simpel heißt, ich habe etwas konstruiert, dass ich eigentlich nur hier einklinken muss. Das war es eigentlich schon. So, nun will ich nicht sagen, ich setze mich da rauf. Das mache ich natürlich nicht. 2 Stützen werden da noch untergeschoben. Die andere lasse ich mal. Das ist eigentlich schon alles. Jetzt ist das Ding belastbar bis, ja, wie viel Kilo auch immer. Ich kann mich raufsetzen und wir können beide in Blickrichtung des Fernsehers und der Toilette schlafen und natürlich auch aufstehen. Das war nicht der Grundgedanke und das klappt. Cut. Ja, und jetzt muss ich mich bei euch entschuldigen. Wir haben es ja vorher im Video schon mal gehört, dass wir Einreichungen oft haben, die zum selben Thema kommen. Und das finde ich super interessant, denn dann siehst du ja, dass da auch wirklich ein großer Need da ist. Und die Lösungen sind dann alle wieder ein bisschen unterschiedlich. Und genauso soll es ja am Ende auch sein. Und da ist mir beim letzten Video ein Fehler passiert, denn was ist, wenn ich ein Wohnmobil verkaufe? Da hast du oft auf bestehenden Plattformen das Problem, dass du zum Beispiel gar nicht großartig nach speziellen Batteriekapazitäten oder Toilettenarten suchen kannst. Und da haben sich Leute Lösungen einfallen lassen und das habe ich das letzte Mal ein bisschen vertauscht, denn ich habe einen Einspieler gebracht, habe aber dann das falsche Bild drüber gelegt. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bei euch entschuldigen und deswegen schauen wir uns diese beiden Lösungen jetzt nochmal im Detail an. Hi, ich bin Dominik von Camper Trader und zusammen mit Sandra, meiner Mitgründerin, haben wir eine App entwickelt, die den Kauf und Verkauf von Campern erleichtern soll. Wir hatten das Problem erkannt, dass die Suche nach einem Camper relativ schwierig ist mit den gängigen Anbietern, weil man dort nicht nach dem Camperausbau suchen kann, sondern eher nach dem Fahrzeugmodell und nach der Ausstattung. Deswegen haben wir eine Plattform entwickelt, die sich auf den Camperausbau spezialisiert. Deswegen kannst du bei uns nach Küche, Dusche, Toilette und so weiter suchen. Und du kannst zusätzlich zum Beispiel angeben, dass du mindestens 20 Liter Frischwassertank haben willst oder 300 Watt Solaranlage. Damit kannst du auf jeden Fall viel besser vergleichen. Zusätzlich haben wir einen Flohmarkt integriert für Campingzubehör. Das heißt, du kannst dort auch nach Schnäppchen suchen oder du kannst da Sachen, die du nicht mehr brauchst, verkaufen. Außerdem gibt es noch ein Dienstleisterverzeichnis, in dem du nach Dienstleistern in deiner Nähe suchen kannst, sowas wie Werkstätten, Gasprüfer, Ausbauer, Modulhersteller, Shops. Probier es gerne aus. Besuch uns auf Camper Trader. Wir freuen uns, dass wir hier mitmachen dürfen. Wir danken Campfire der Ideen für die Möglichkeit und sind sehr gespannt und bis bald. Hi, ich bin der Björn und der Gründer von campervanspot.com. Mein Jugendtraum war immer, einmal ins Nordkap zu fahren. Und letztes Jahr war es dann soweit. Ich hatte Zeit, ich hatte Geld. Und dann habe ich mich auf die Suche nach einem Camper gemacht. Und ja, das war etwas ernüchternd, da ich mich lange nicht mit dem Markt beschäftigt hatte, war es ein Graus, einen Marktüberblick zu kriegen. Es war ein Graus, sich durch die Textwüsten der Fahrzeugbeschreibungen zu wühlen, das irgendwie vergleichbar zu kriegen. Ja, also das Erlebnis, so einen Camper sich auszusuchen, was ja eigentlich was Tolles sein soll, wo man sich ja drauf freuen soll, war für mich irgendwie wirklich ein Graus. Und da ich mich seit über 25 Jahren mit Produktinformationen beschäftige, beruflich, habe ich mir gedacht, okay, das muss man besser machen können. Und das war der Start für campervanspot.com. Heute haben wir über 40 Ausbauer bei uns auf der Plattform, jede Menge Anzeigen, und diese Anzeigen von Fahrzeugen sind viel schöner, viel detaillierter, viel strukturierter, viel mehr Bildinformationen, als man das von anderen Plattformen so kennt.
Und mir macht es Spaß, jede einzelne neue Anzeige mir anzugucken und zu schauen, was für coole Camper es gibt. Ja, und tatsächlich habe ich meinen Camper dann auch gefunden und ans Nordkap bin ich dann auch gefahren. Jetzt gerade bin ich nicht am Nordkap, aber der Camper macht immer noch Freude. Jetzt haben wir also schon 19 Erfindungen gesehen, 20 habe ich euch versprochen. Letzte Woche waren wir gemeinsam auf Sri Lanka und ich habe euch mal den Prozess gezeigt, ein Produkt zu entwickeln, bis dann in die Serienproduktion zu bringen. Und dabei habe ich aber total vergessen, euch das fertige Produkt eigentlich zu zeigen und das tut mir total leid. Das hole ich jetzt natürlich nochmal nach. So sieht die aufblasbare Küche von Benny aus. Ich habe mir das ganze Fahrzeug hier mal ausgeliehen für einen Tag und die Küche von Benny, damit ich das Ganze auch mal testen kann. Da wird es dann natürlich auch nochmal weitere Videos zu geben. Schreibt es auch gerne in die Kommentare, ob euch das interessiert. Hier hat es eben einen Wasserhahn mit dran. Es hat hier unten drin sogar auch Kanister, natürlich für Frisch- und Abwasser. Und das Besondere ist ja nicht nur das Gewicht an dieser Küche, sondern eben auch das Volumen, wenn ich es nicht brauche, wenn ich das Ganze zusammenpacke. Sowohl natürlich im Fahrzeug, aber natürlich auch später, wenn ich es nicht brauche, in der Garage, im Keller, wo auch immer. Darum soll es eben bei dieser Küche und dieser Erfindung gehen. Und jetzt habt ihr sie gesehen, die 20 Erfindungen, die noch eingereicht wurden für Campfire der Ideen. Ihr seht das alles, wie gesagt, am 18. Januar auf der CMT, auf der Hauptbühne. 11:30 Uhr geht die große Show los. Wir freuen uns total auf euch und wir haben richtig tolle Gäste mit dabei. Und wenn ihr nicht direkt vor Ort sein könnt, dann seht ihr das natürlich auch alles im Livestream. Jetzt würde ich aber sagen, lasst super gerne einen Daumen nach oben da. Nicht für mich oder das Video, sondern für die ganzen Erfinderinnen und Erfinder. Und auch, ganz offen gesprochen, ich selber habe zum Beispiel keine Markise oder Vorzelt. Also für mich sind auch nicht alle Produkte persönlich spannend und wichtig. Aber es geht hier nicht um Schwarz-Weiß, sondern ich glaube, dass sich Leute Ideen machen, dass sie Lösungen finden für ihre Probleme. Das muss man honorieren und da muss man ganz, ganz großen Respekt zollen. Und das tue ich auf alle Fälle, hoffentlich auch mit diesem Video. Und ihr hoffentlich mit dem Daumen nach oben und mit ganz tollen Kommentaren. Fragt auch gerne, ich bin mir sicher, die ganzen Erfinderinnen und Erfinder freuen sich darauf, auf diese Fragen und stehen euch mit Rat und Tat und mit vielen Antworten auch zur Verfügung. Jetzt sage ich erstmal herzlichen Dank. Ich freue mich, wenn wir uns am 18. live in Stuttgart treffen. Und bis dahin alles Gute und gerne abonnieren. Dann werdet ihr informiert, wenn das nächste Video live ist. Bis dahin, danke fürs Zusehen, euer Markus. Ciao.